Hallo, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Heute geht es wieder weiter mit den Sommerfarben. Gestern habe ich in Blau, Weiß und in Silber gemalt. Das sollte so das blaue Meer darstellen und das verbinde ich mit Sommer, und heute sind eben andere Farben dran. Das heißt, so wie die Sonne scheint in Gelb, Orange, Rottönen, so möchte ich heute mit euch malen. Als erstes brauche ich einen Untergrund, und dafür habe ich mir die gelbe Acrylfarbe hergenommen. Ja, das ist live. Live. Das gebe ich einfach auf das Blatt gleich drauf. Und ich arbeite heute mal mit der Spachtel, eine Plastikspachtel. Das kann ich dann verstreichen auf dem Blatt. So, das reicht noch nicht. Dann gibt es gleich noch ein bisschen mehr von der herrlichen sonnengelben Farbe. Die trage ich auf dem ganzen Blatt auf. Ja, gefällt euch das auch so gut, wenn es so schön warm ist, dann in einem etwas kühleren Raum sich aufzuhalten und dann mit dieser Farbe zu malen. Ich bin immer wieder fasziniert von der Malerei insgesamt. Das bereitet dann noch mehr gute Laune, als der Sommer sowieso schon mit sich bringt. Und jetzt kommt da noch Weiß hinzu. Da habe ich jetzt einen Silikonpinsel. Den kann man beispielsweise in der Küche benutzen, aber es eignet sich auch hervorragend als Malpinsel. Und zwar ist es auch leicht sauber zu machen hinterher, und das finde ich ist eine gute Eigenschaft. Und da könnt ihr mal sehen, was hier passiert. Es ergeben sich sehr schöne lineare Strukturen, ohne dass ihr viel machen müsst. Ihr müsst einfach nur diesen tollen Silikonpinsel benutzen. Weil ich brauche heute einen Hintergrund, wie gesagt, der für ein ganz besonderes Bild heute steht. So, jetzt habe ich das Blatt getrocknet mit dem Föhn, den ich mir zu Hilfe genommen habe. Und wie ihr seht, hier habe ich ganz tolle Rottöne und Orange und Pink und alles, was der Sommer zu bieten hat, ist hier auf dem Teller und bringt gute Laune. Dann werde ich was Besonderes machen, und zwar habe ich mir hier einen Luftballon aufgeblasen, einen kleinen. Der ist jetzt nicht ganz prall gefüllt, sondern man kann ihn auch noch
locker eindrücken. So muss er sein. Und dann nehme ich den Luftballon und dippe ihn einfach in diese Farbe ein. Nehme ihn und bringe das Blatt auf. Und ihr seht, es ergeben sich wunderbare Muster. Das erscheint wie Blütenblätter. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Es ist einfach so schön. Und das lasse ich jetzt so. Das genügt insgesamt. Gefällt mir schon recht gut. Und jetzt kann ich auch noch Folgendes machen. Ich überlege gerade, was ich noch machen könnte. Ja, ich male einfach noch ein bisschen mit der Farbe. So als ob es eben Blüten wären. Diese Blüten sitzen an einem Stängel. Ja, das würde ich jetzt erstmal so lassen. Und ich werde es wieder gut trocknen. So, jetzt ist das wieder getrocknet mit der roten Farbe und es sieht wunderschön aus. Durch die Kombination dieser ganzen Rottöne ist das ja schon ein herrliches Gemälde als solches. Und jetzt möchte ich da noch ein paar Blätter reinsetzen mit einem Blau-Grün. Ich habe mir da eine Mischfarbe angelegt, die etwas dunkler ist. Und das kombiniere ich dann mit diesem helleren Grün.
Ja, so gefällt mir das schon. Mehr Blätter und Grün bedarf es hier gar nicht. Das hat eine so zauberhafte Wirkung durch diesen sonnigen Untergrund. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier auch eine Glanzfarbe, dieses Rosé Pink benutzt. Und allein durch diese Farbvielfalt ergeben sich da wunderbare Strukturen innerhalb der Blüte. Das sieht genau aus wie in der Natur draußen. Und da kann man sich einfach dran erfreuen und das ergibt dann eine schöne Bildwirkung wieder an der Wand. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den zweiten Teil meiner Sommerfarbenmalerei zu sehen. Und ich bin glücklich, dass ihr immer wieder meine Zuschauer seid. Und es wäre sehr lieb von euch, wenn ihr mir ein Abonnement gebt oder ein Like und hinterlasst mir bitte Kommentare und wir können uns da gern über Techniken unterhalten. Schreibt mir Nachrichten, ich freue mich drauf. Eure Anne Bross. Ciao!